Dim Sum, Spezialitäten der kantonesischen Küche und bedeutet wörtlich kleine Herzwärmer. Im Restaurant bestelle ich so gerne eines davon, Garnelen-Teigtasche. Heute zeige ich euch, wie man gedämpfte Garnelen-Teigtasche zu Hause macht. Zuerst machen wir Ingwerwasser für die Füllung. Ein Stück Ingwer flach klopfen. Eine Prise Salz dazugeben. Festdrücken. Wenig Wasser übergießen. Die Garnelen kräftig klopfen. Dann mit Klinge Rücken hacken. Halbe Teelöffel Salz, gut verrühren, bis eine klebrige Masse entsteht. Schweinespeck dazugeben. Wenig Salz, halben Teelöffel Zucker, wenig Pfefferpulver, einen Teelöffel Speisestärke, 3 Esslöffel Ingwerwasser auch dazugeben, gut vermengen. Einen Teelöffel Speiseöl und einen Teelöffel Sesamöl unterrühren. Im Kühlschrank mindestens 20 Minuten ziehen lassen. Die Weizenstärke habe ich bei Edeka gekauft. 100 Gramm Weizenstärke, 175 Milliliter Wasser aufkochen. Bitte nicht mit Wasserkocher, ansonsten ist das Wasser nicht heiß genug für den Teig. Kochendes Wasser übergießen und schnell bis zu einem Klumpen verrühren. Gut durchkneten. Ganz wenig Öl dazugeben, weiter kneten. Mit feuchtem Tuch oder Küchenpapier bedecken. Teig in kleine Portionen teilen, 12 Gramm pro Stück. Ein Schuss Öl auf das Küchenpapier. Das Messer mit dem Ölpapier bestreichen. Teigstück zu Teigblatt pressen. Bitte beachten, das Messer muss jedes Mal vor dem Pressen mit dem Ölpapier bestrichen werden. Teigblatt einmal wenden. Die Ölseite nach unten platzieren. Auf saubere Seite kommt die Füllung. Wir verwenden Möhrenscheibe als Einlage. Es klebt nicht und man kann sie noch mitessen. Zu dämpfen reicht ein normaler Dampftopf völlig raus. Ihr müsst nicht dieses Bambuskörbchen kaufen. Wasser zum Kochen bringen. Aufsatz auf den Topf setzen. Bis der Dampf wieder rauskommt, dann 5 Minuten dämpfen.